Hi, ich bin Melanie, Anfang 30 und gerade dabei, mein Leben einmal komplett neu aufzubauen. Ich habe die Großstadt und den klassischen 9-to-5 hinter mir gelassen, um herauszufinden, wie ein Leben aussieht, das sich wirklich nach mir anfühlt. Und über diese Reise mit all ihren schönen, chaotischen und ehrlichen Momenten mache ich regelmäßig Vlogs und Videos. Nachdem ich von meinem kleinen Gewächshaustrip zurückgekommen bin, war dann die Woche wieder ganz normaler Alltag angesagt. Also ich war arbeiten, habe Plasma gespendet, Videos geschnitten und ja, mir generell auch wieder so meine Gedanken zum Thema YouTube und Selbstständigkeit gemacht. Also der Grund, warum ich darüber in meinen Vlogs spreche, ist nicht, weil ich irgendwie Mitleid möchte oder von euch erwarte, irgendwas zu tun, weil ich weiß, viele von euch gucken regelmäßig meine Videos und hinterlassen super liebe Kommentare und dafür bin ich auch total dankbar. Ich möchte mit euch ja einfach nur diese Reise teilen, sich eine Selbstständigkeit mit Content Creation aufzubauen. Und ich hatte ja letztens schon erwähnt, dass ich das Gefühl habe, in so einem kleinen Sommerloch zu stecken. Es wird aktuell leider nicht besser. Ich denke nicht, dass es nur am Sommer oder dem besseren Wetter liegt, sondern ich denke, dafür wird es mehrere Gründe geben. Ich wünschte, ich könnte sagen, ja, ach, nicht so wild und irgendwann läuft's halt wieder besser. Aber so gern ich die ganze YouTube-Sache entspannt sehen möchte, ist da natürlich auch irgendwo der Wunsch, irgendwann mal wieder finanzielle Freiheit zu erreichen. Jetzt nicht im Sinne von, ich will reich werden, aber halt einfach so, dass es angenehm ist und man sich nicht die ganze Zeit Gedanken um Finanzen machen muss. Und da ist mir aufgefallen, okay, YouTube ist für mich nicht mehr nur ein Hobby, es ist jetzt auch ein Business und das heißt, ich muss da auch ein bisschen mehr Energie und alles reinstecken und eben auch daran arbeiten, wenn ich vielleicht mal nicht so motiviert bin gerade oder auch Dinge tun, auf die ich jetzt nicht die allergrößte Lust habe. Tatsächlich habe ich darüber auch schon mit Freundinnen gesprochen, dass zu sagen, man hat einen Job, der einen erfüllt, nicht unbedingt immer heißt, dass man jeden Tag und alle Aspekte an diesem Job super toll findet. Es wird immer Tage geben, an denen man keine Lust hat. Es wird immer auch Aufgaben geben, die einem vielleicht nicht so viel Spaß machen. Aber das Wichtige ist einfach, dass die positiven Aspekte die negativen überwiegen. Ich bin das Ganze vielleicht auch ein bisschen zu lasch bisher angegangen, weil ich mir auch immer selbst zu wenig zutraue. Also ich habe immer das Gefühl, ich habe nicht genug Energie oder Zeit, um noch dies, das oder jenes zu machen. Aber ich kann mir vorstellen, dass das tatsächlich dann manchmal wieder eher eine Ausrede ist, Sachen nicht auszuprobieren, weil dann hat man wenigstens eine Erklärung, warum es nicht so gut läuft, weil man ja nicht so viel dafür tut. Also vielleicht einfach mal wieder so eine Form der Selbstsabotage. Daran muss und will ich auf jeden Fall arbeiten. Nicht in dem Sinn, dass ich mich jetzt komplett verstellen und einfach nur Clickbait-Videos machen will, sondern es betrifft dann eher Themen wie Upload-Frequenz. Also ist es wirklich zu viel für mich aktuell, 2 Videos die Woche hochzuladen? Und die ehrliche Antwort ist nein, ich würde das locker hinkriegen. Dann bin ich ja auch immer mit Shorts so. Irgendwie mal habe ich eine Phase, dann mache ich ein paar Shorts. Dann denke ich wieder, boah, ich mag Shorts eigentlich nicht und lass es sein. Aber halt auch da zu sagen, okay, es ist vielleicht nicht meine präferierte Art von Content, aber wenn es meinem Kanal zugutekommen kann, dann sollte ich es vielleicht auch machen. Und ja, zum Thema Upload-Struktur habe ich mir dann jetzt eben auch überlegt, dass ich jetzt erstmal bis auf weiteres wieder 2 Videos die Woche machen möchte. Allerdings habe ich die Tage jetzt so ein bisschen vertauscht. Also mittwochs gibt's jetzt immer den Wochenvlog und Samstag dann die ein bisschen thematischeren Videos. Also so viel dazu, zu den Struggeln mit der Selbstständigkeit. Zurück zu erfreulicheren Dingen. Ich werde mich jetzt gleich aufs Rad schwingen und in Richtung Darmstadt fahren, wo wir im Biergarten das erste Deutschlandspiel der WM gucken. Ich bin kein riesiger Fußballfan, aber ich mag diese Stimmung bei WMs oder EMs immer ganz gerne. Also natürlich nur, solange alles friedlich und respektvoll vonstatten geht. Und das werde ich zusammen gucken mit Bianca und Axel. Axel, mein Kochpartner von dem Running Dinner. Und apropos Running Dinner, bei der Aftershow-Party gab es so ein kleines Gewinnspiel. Da musste geschätzt werden, wie viele Kilometer alle Teilnehmenden an dem gesamten Abend
zurückgelegt haben, um zu den verschiedenen Stationen zu kommen. Vor ein paar Tagen habe ich eine Nachricht bekommen, dass meine Schätzung am nächsten dran gelegen hat. Ich muss ganz ehrlich gestehen, ich habe schon wieder komplett vergessen, dass es da dieses Gewinnspiel gegeben hat. Gewonnen habe ich diesen wunderschönen Darmstadt-Kochlöffel. Kochlöffel kann ich immer gut gebrauchen. So viel dazu. Ich mache mich jetzt mal auf die Socken. Gelaufen? Ja. Wo darf ich das überhaupt abfilmen, was da auf dem Fernseher läuft, nicht, dass ich dann irgendwelche Copyright-Claims kriege oder So viel starten, das war das 6:1 in der 76. Minute der Einwechslungsspieler. Nummer 26. Ich habe übrigens die Tage meine Wimpern und Augenbrauen gefärbt und ich finde, gerade an den Wimpern sieht man das wirklich extrem. Also ich habe da kein Mascara drauf, die sind einfach nur gefärbt. Ihr habt ja in letzter Zeit mitbekommen, dass mir die Umstellung auf die Minipille so ein bisschen zu schaffen gemacht hat. Um das Ganze ganz kurz mal zusammenzufassen, ich nehme die Pille, weil ich sonst sehr dolle Unterleibsschmerzen habe. Verdacht auf Endometriose war früher schon da, wurde mal überprüft, aber nichts gefunden, ist aber nach wie vor nicht aus der Welt, weil die kann sich nämlich auch mit der Zeit halt noch entwickeln. Deshalb habe ich dann eben auch gegen die Schmerzen die Pille, also die ganz normale Kombipille bekommen. Während der Einnahme hatte ich dann aber immer so ein bisschen bewegungsbedingte Schmerzen, worauf meine Frauenärztin dann jetzt im Winter auf dem Ultraschall gesehen hat, dass ich da auch einige kleine Myome habe, die möglicherweise auch diese Schmerzen verursachen können. Und damit diese Myome eben nicht weiter wachsen, habe ich dann die Minipille verschrieben bekommen. Da war auch die ersten 3 Monate oder so nach der Umstellung alles fein, obwohl man ja erwartet, dass gerade das so die hormonelle Chaosphase ist. Aber irgendwie hat es danach dann halt angefangen, dass ich jetzt zum 2. Mal so eine 3-wöchige Schmerzphase einfach hatte. Und genau aus dem Grund werde ich morgen auch zu meiner Frauenärztin gehen und sie fragen, ob ich wieder auf die Kombipille umsteigen kann, weil ich gerade einfach keinen Benefit von der Minipille sehe. Denn ein weiterer Nachteil davon ist, dass mir seitdem vermehrt Haare ausfallen. Darüber habe ich ja auch schon öfter gesprochen und auch die letzten Monate immer wieder drüber nachgedacht, ob ich mir meine Haare einfach mal abschneiden soll. Und heute ist der Tag gekommen. Heute werde ich es tun. Ich war die letzten Tage und Wochen schon wieder so genervt von meinen Haaren. Und außerdem habe ich jetzt die ganze Zeit die Frage in meinem Kopf, wie würde es mittlerweile aussehen, wenn ich kürzere Haare hätte?
Und ich glaube, es wird erstmal schwierig. Also ich kann mir vorstellen, dass ich heulen werde. Und das gar nicht mal, weil ich denke, dass es schlecht aussehen wird, sondern einfach, weil es halt ungewohnt sein wird. Und ich denke, das ist halt irgendwie so das Ding mit Haaren, warum viele Leute, gerade Frauen natürlich, da so sehr emotional auch sind. Weil es einfach, ne, wenn du es gewohnt bist, dich jahrelang immer mit langen Haaren zu sehen, es wird ja auch ein Teil deiner optischen Identität. Und ich glaube, wenn das dann weg ist, dann erkennt man sich halt irgendwie erstmal nicht so richtig und hat vielleicht so eine kleine Identitätskrise. Obwohl natürlich auch man seine Identität nicht nur von seinen Haaren abhängig machen sollte. Aber ja, also ich mache mich schon mal drauf gefasst, dass es für mich erstmal ein bisschen schwierig sein wird. Also wenn ihr mich da mental unterstützen wollt, dann bitte schreibt keine Kommentare, dass es mit langen Haaren besser aussah, auch wenn ihr das denkt. Ihr dürft das gerne denken, aber ich glaube, wenn ich das jetzt lesen würde, dann würde ich einen kompletten Nervenzusammenbruch kriegen. Ich habe übrigens auch einen meiner neuen Pullover an. Tada! Oh Mist, man sieht die Haare einfach nicht, weil mein Hintergrund fast die gleiche Farbe hat. Moment. Wenn ich es so mache, könnte ich auch so ein Reel darüber machen, wie ich jetzt aussehe wie Lord Farquaad von Shrek. Aber ja, ich muss noch ein bisschen üben, wie ich die am besten style. Ich finde das, glaube ich, ganz cool, wenn ich mir die Haare hinters Ohr mache. Ich muss gestehen, als ich in einem Stuhl saß und wir kurz davor waren, meine Haare abzuschneiden, da war ich wirklich auch kurz vorm Losheulen. Nachdem es dann ab war und ich gesehen habe, wie es kurz aussieht, war dieser Heuldrang plötzlich einfach weg. Es gefällt mir eigentlich richtig gut, weil ich nicht mehr diese dünnen, funzeligen, kraftlosen Strähnen da rumhängen habe. Ja, meinen Zopf habe ich auch behalten. Ich wollte die Haare eigentlich spenden, die sind aber leider zu kurz dafür. Eine Sache habe ich noch nicht ausprobiert, nämlich ob ich mir jetzt noch einen Zopf machen kann. Okay, da muss ich auch noch ein bisschen rumprobieren. Ich habe auch das Gefühl, dass der Haarschnitt mich ein bisschen älter macht. Also es ist ja generell irgendwie so ein Phänomen, dass je älter Frauen werden, umso kürzer werden auch die Haare. Also natürlich nicht bei allen. Möglich, dass ich noch meine Momente haben werde, wo ich es dann plötzlich bereue. Und ich werde die jetzt einfach mal wieder weiter wachsen lassen und dann unterwegs quasi gucken, welche Länge ich am besten finde. Ich könnte mir auch vorstellen, dass so bis hier irgendwie ganz cool ist. Ja, den restlichen Tag heute werde ich mein Video für Samstag drehen. Ein kleiner Spoiler, es geht darum, wie man so ein bisschen das Gedankenkarussell vielleicht stoppen kann. Ist ja letztens bei mir auch aufgekommen, das Thema, und ich weiß, dass da vielen von euch ähnlich geht, dass es schwierig ist, die Gedanken mal so ein bisschen abzuschalten irgendwie. Und darüber wird es dann nämlich in dem Video gehen.
ich war gerade bei meiner Frauenärztin. Ich hatte ja letzte Woche extra dort angerufen, weil ich eigentlich Ende des Monats einen Termin hatte, aber weil ich eben wieder diese langanhaltenden Probleme mit Unterleibsschmerzen und allem hatte, wollte ich das halt zeitnah besprechen, um eben auch zu entscheiden, ob ich wieder zurück auf die Kombipille gehe. Ich hatte dann letzte Woche angerufen und gefragt, ob ich vielleicht einen früheren Termin haben könnte, und dann hieß es, ich soll in die Akutsprechstunde kommen. Die findet halt einmal in der Woche vormittags statt. Ja, jetzt war ich bei der Akutsprechstunde, stehe da am Empfang, wo auch die Ärztin direkt schon saß, und habe ihr halt gesagt, weshalb ich da bin, und dann guckt sie mich an und meint zu mir: Das machen wir wann anders, lass uns dann einen Termin machen, aber heute wirklich nur so die Leute, die am Bluten sind, sonst was. Also so nach dem Motto, ja, dein Problem ist jetzt irgendwie nicht relevant genug. Dann habe ich halt kurz es umrissen und gesagt, dass ich eigentlich nur fragen oder mit ihr besprechen wollte, ob ich jetzt wieder auf die Kombipille umsteigen kann. Und dann war halt so nach dem Motto, ja, und mach das, und brauchst du ein neues Rezept. Das Ding ist, ich bin da jetzt 1 Stunde mit den Öffis hingefahren, habe eine Dreiviertelstunde draußen im Flur gewartet, um dann halt so innerhalb von 5 Minuten abgefertigt zu werden. Ich hatte ja überlegt, ob ich einfach jetzt wieder meine alte Pille nehmen soll, aber dann dachte ich, nee, das besprichst du lieber vorher mit deiner Frauenärztin, wo ich mir jetzt im Nachhinein denke, so, ja, wow, hätte ich mir auch irgendwie sparen können, den Act. Das ist jetzt keine persönliche Kritik an ihr, weil ich weiß, sie tut ihr Bestes, und natürlich muss man da irgendwo abwägen, was ist jetzt ein größerer Notfall. Aber es zeigt halt einfach wieder so, wie überlastet dieses System ist, und dass man da mit seinen Problemen oft einfach so ein bisschen allein gelassen wird auch. Und ich merke halt auch bei mir jetzt gerade wieder, weil so diese Schmerzthematik, das zieht sich bei mir über Jahre. Und oft ist es dann so, dass man halt mehr oder weniger selbst dann nachforschen muss, was jetzt mögliche Ursachen sein könnten. Ich habe eine Bauchspiegelung gemacht, ich habe MRT gemacht, verschiedene Pillen und so ausprobiert, und irgendwann kommt man an einen Punkt, wo man es auch einfach nur leid ist und sich denkt, ja gut, dann akzeptiere ich es halt jetzt einfach, wie es ist. Mal schauen, in 2 Wochen habe ich ja jetzt nochmal einen regulären Termin bei ihr, ob wir das nochmal genauer dann besprechen und vielleicht noch irgendwelche anderen Möglichkeiten in Betracht ziehen. Insgesamt bin ich jetzt erstmal erleichtert, diese Mini-Pillen-Situation hinter mir zu lassen. Ja, was meine Haare angeht, ich habe immer noch nicht geheult. Aber ich muss gestehen, heute Morgen war ich dann schon ein bisschen kritischer, hatte vielleicht auch so eine kleine Identitätskrise. Also ich gucke halt in den Spiegel und ich sehe nicht so richtig mich. Oder ich sehe dann eine Version von mir, die irgendwie so eine Coolness auch ausstrahlt, die ich aber innerlich gar nicht fühle. Was mir aber auf jeden Fall besser gefällt, sind die kurzen Haare in Kombi mit der Cappy. Ich fand, mit langen Haaren sah das irgendwie immer ein bisschen komisch aus bei mir. Immerhin war der Trip jetzt auch nicht komplett umsonst. Ich war dann nämlich noch in der Bibliothek und habe Sachen zurückgegeben. Unter anderem Zelda Tears of the Kingdom, weil ich das jetzt nämlich auch durchgespielt habe. Und ich habe mir auch direkt was Neues mitgenommen. Zelda Echoes of Wisdom. Ich bin mal gespannt, weil das natürlich ein ganz anderes Gameplay ist als Breath of the Wild und Tears of the Kingdom. Aber vielleicht macht es mir trotzdem Spaß. Und ja, jetzt auf dem Rückweg habe ich beschlossen, einen Teil des Weges durch den Wald zu spazieren. Also im Grunde eine 2-stündige Wanderung zu machen. Aber ich hatte jetzt irgendwie keine Lust, mich wieder 1 Stunde in die Öffis reinzusetzen. Ich habe ja auch schon mal erzählt, dass mein Berufswunsch früher war, Autorin zu werden. Und während des Laufens jetzt habe ich wieder angefangen, über mögliche Plots für ein Buch nachzudenken. Und ich habe auch das Gefühl, ich habe irgendwie eine ganz coole Idee. Ich will das jetzt nicht mit euch teilen, für den Fall, dass das niemals irgendwie Realität werden wird. Aber wer weiß, vielleicht könnt ihr euch auch irgendwann auf ein Buch von mir gefasst machen. Es wäre dann tatsächlich was in Richtung Fantasy, aber auch mit ein bisschen philosophischen Elementen. Ich werde jetzt weiter nach Hause laufen, mir weiter Gedanken über mein mögliches Buch machen und dann im Anschluss, windy. Und dann im Anschluss diesen Vlog hier fertig schneiden.